Faszinierende Winterlandschaft. Eine der schönsten Routen Europas. Und jede Menge Mercedes-Allradler. Auf der exklusiv für den Stuttgarter Hersteller geöffneten Timmelsjoch-Hochalpenstraße wartet auf uns ein ganz besonderes Erlebnis. Willkommen zum Snowy Top Event von Mercedes. Der Hersteller hat uns eingeladen, in atemberaubender Atmosphäre Allradfahrzeuge zu testen und zu schauen, was sie bei winterlichen Verhältnissen alles drauf haben. Und wir haben uns natürlich die Highlights rausgepickt. Wir werden mit der elektrischen G-Klasse heute unterwegs sein und das Fahrzeug ausgiebig checken. Ah, geil! Wow. Alter! Okay! Die interessante Frage dabei ist das noch eine echte G-Klasse? Fühlt sie sich so an? Welche Vor- und Nachteile bietet der Antrieb? Das werden wir alles beantworten. Außerdem haben wir die Gelegenheit, mit dem noch getarnten CLA vor seiner Premiere exklusiv zu fahren und werden dabei natürlich auch die interessantesten Fragen beantworten. Zum Beispiel, warum heißt die Elektroversion jetzt wieder normal CLA und nicht irgendwas mit EQ? Ihr seht schon, es wird ein ganz besonderes Event, also bleibt unbedingt dran. Unsere Testfahrt startet am Flughafen im österreichischen Innsbruck. Hier nehmen wir unser Fahrzeug in Empfang, den neuen G580 mit EQ-Technologie. Von hier aus geht es zunächst über Landstraßen nach Westen Richtung Kühtai und dann weiter nach Hochgurgel. Die G-Klasse ist ja seit Jahrzehnten eines der ikonischsten Offroad-Fahrzeuge. G steht ja auch für Geländewagen. Und sie wurde über die Jahre eigentlich immer nur dezent verändert, vor allem was auch die Optik angeht. Die größte Veränderung gab es 2018, als ein komplett neu entwickeltes Modell auf den Markt kam. Aber die größte Revolution ist wohl die Einführung dieser Version mit Elektroantrieb. Zunächst die Eckdaten. Der G580 EQ leistet 587 PS und unglaubliche 1164 Newtonmeter Drehmoment, die für Elektroautos typisch direkt von Anfang an anliegen. Beschleunigung 4,7 Sekunden von 0 auf 100, trotz über 3 Tonnen Leergewicht. Grundpreis knapp 143.000 €. Das ist jetzt meine erste Fahrt mit der elektrischen G-Klasse, also ich bin das Fahrzeug vorher noch nie gefahren. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie sich das anfühlt, also ob sich das wirklich so nach G-Klasse anfühlt. Ich muss persönlich sagen, ich bin ja kein großer Fan von Elektrofahrzeugen. Die sind mir irgendwie ein bisschen zu emotionslos, oft ein bisschen so zu synthetisch und so. Aber hier, ich muss irgendwie sagen, ich habe nicht das Gefühl, ich sitze in einem E-Auto. Ich kann gar nicht so 100% sagen, woran das liegt. Das ist so eine Mischung aus Fahrverhalten, Strom, Gasannahme, Lenkung, so dieses dezente Fahrgeräusch, aber es ist total angenehm. Also man hat irgendwie direkt Fahrspaß, fühlt sich wohl in dem Auto und man sitzt halt im G. Nicht in irgendeinem Elektroauto, sondern in der G-Klasse. Das ist cool. So dieses dezente Fahrgeräusch, das finde ich ja total geil. Also wir sind ja hier im Komfortmodus im Moment, der hat ja hier verschiedene Modi, die man auswählen kann. Und es ist so ein kleines, ja, ich weiß gar nicht, so ein leichtes Brummen. Je nach Fahrmodus verändert sich der Sound von zurückhaltend bis eher nicht so. Ich will ja mal in Sport gehen. Wow! Ist das geil! Ist das eine geile Karre. Wahnsinn. Ah, super. Also ich finde diesen Sound mega. Der hat ja hier so eine, also es nennt sich G-Roar, so ein bisschen so ein V8-Sound, den kann man sich hier einstellen und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich finde das so geil. Man sagt ja oft so, braucht es das im E-Auto, klingt seltsam, aber hier ist es echt gut gemacht. Also mir gibt es eine Emotion, ich finde es mega. Ja, vor allem auch dieses unfassbare Drehmoment von über 1000 Newtonmetern. Also die Karre marschiert vorwärts, das ist einfach nicht mehr feierlich. Trotz dieser über 3 Tonnen
Das ist schon krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Fahrspaß in dem Ding habe. Wahnsinn. Kommen wir zum ersten Nachteil, und zwar das hohe Gewicht. Man muss es thematisieren, der wiegt fast 3,1 Tonnen. Das ist schon, das ist echt heftig. Ich meine, klar, allein die Batterie wiegt fast 700 Kilo. Dann Schutz, Unterbodenplatten, verstärkter Leiterrahmen, da kommt schon was zusammen. So ein Verbrennerkollege von der G-Klasse, der wiegt halt nur so um die 2,5 Tonnen. Dadurch ist natürlich die Zuladung auch nicht besonders hoch, rund 400 Kilo. Wenn man mal überlegt, 5 Erwachsene, dann war es das eigentlich auch schon. Ja, kannst du nicht mal mehr Gepäck mitnehmen. Bist schon an der 3,5 Tonnen Führerscheingrenze. Obwohl es würde jetzt die Anhebung auf 4,5 Tonnen diskutiert, aber trotzdem, also das Gewicht ist schon hoch, kann man nicht wegdiskutieren. Der schwerste Verbrennerkollege ist der G63 AMG mit 2640 Kilogramm. Zuladung 540 Kilogramm, also immer noch über 100 mehr als beim Elektro-G. Sein typisches Design mit hohem Wiedererkennungswert hat der G in der über 40-jährigen Geschichte beibehalten. Also Mercedes sagt quasi, der G ist und bleibt der G und der Kunde kann sich den für ihn passenden Antrieb raussuchen. Und man sieht eigentlich, die Elektroversion ist kaum von den Verbrennerkollegen zu unterscheiden. Also es gibt nur so ein paar Details, wie zum Beispiel die Motorhaube, die ist ein bisschen erhöht. Man könnte auch so ein bisschen geschlosseneren schwarzen Grill haben, ist aber optional. Dann haben wir hier hinten sogenannte Air Curtains, die verbessern die Aerodynamik. Und am Heck könnte man statt des typischen Reserverads auch noch so eine Designbox haben, wo das Ladekabel drin ist. Das war es eigentlich auch schon. Also die kantige Form, man sieht, es ist immer noch genauso da. Selbst hier der Sound von der Tür, das typisch G, ist voll geil. Und hier sind halt noch so kleine, unauffällige EQ-Badges. Das war es eigentlich auch schon. Auch die neue elektrische G-Klasse führt also die Tradition fort und behält das unverwechselbare Design bei. Mit typischen Elementen wie der robusten Front mit klassischen Rundscheinwerfern, den markanten Türgriffen, der auffälligen Reserveradbox an der Hecktür, den ausgeprägten Radlaufverkleidungen und aufgesetzten vorderen Blinkern. Innen bleibt es auch typisch G, mit eckig eingefassten Lüftungsdüsen und Haltegriff für den Beifahrer. Funktional, aber modern und edel mit serienmäßigen Holzelementen oder optional Carbon, Leder-Multifunktionslenkrad, Lederpolstern und 12,3 Zoll großem Display. Auf Wunsch gibt es auch für die Fondpassagiere 11,6 Zoll große Infotainment-Screens. Ein altbekannter Nachteil von Elektrofahrzeugen ist natürlich lange Ladezeit und begrenzte Reichweite. Ne? Also das ist halt so und wir haben jetzt hier eine 116 Kilowattstunden Batterie an Bord. Das ist eine der größten Batterien auf dem Markt. Allerdings, wenn man jetzt glaubt, oh, der hat jetzt eine riesen Reichweite dadurch, so ist es leider nicht. Also der hat 470 Kilometer, so wird es angegeben. Das ist jetzt nicht wenig, keine Frage, und wird für die meisten Menschen und Situationen auch völlig ausreichend sein. Aber klar, die Verbrennerkollegen haben natürlich deutlich mehr und das Nachtanken geht auch schneller. Den Verbrauch gibt Mercedes mit 28 bis 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer an. Fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Die Ladeleistung liegt bei maximal 200 kW. Damit soll die Ladung von 10 auf 80% 32 Minuten dauern. Es gibt mittlerweile ja auch größere Elektrofahrzeuge auf dem Markt mit etwas kleineren Batterien, die aber schon über 700 Kilometer Reichweite schaffen. Aber klar, das ist jetzt kein SUV oder Limousine, das ist ein großes, schweres Luxusgeländefahrzeug mit viel Leistung und besonders windschlüpfrig ist er jetzt auch nicht. Ja, das wirkt sich dann natürlich schon auf Verbrauch und Reichweite aus.
Jetzt haben wir ja schon einige Nachteile vom Elektroantrieb angesprochen, aber es gibt auch Vorteile, vor allem was die Offroad-Fähigkeiten angeht. Der Elektro-G verfügt über 4 einzelne radnahe Elektromotoren, die man einzeln ansteuern kann. Dadurch ergeben sich einzigartige Fahreigenschaften und ganz neue Funktionen, wie zum Beispiel der sogenannte G-Turn. Dazu kommen wir gleich noch ausführlicher. Differentialsperren sind nicht mechanisch, sondern werden virtuell durch sogenanntes Torque Vectoring erzeugt. Dabei wird jedem Rad exakt so viel Antriebsmoment zugewiesen, wie gerade gebraucht wird. Die Steuerung erfolgt automatisch, manuelles Zuschalten der Sperren entfällt also. Was die Offroad-Werte angeht, steht der G580 EQ seinen konventionell angetriebenen Kollegen in nichts nach oder übertrifft diese sogar. Er verfügt ebenfalls über bis zu 100% Steigfähigkeit. Die Bodenfreiheit zwischen den Achsen beträgt 25 cm. Böschungswinkel vorne und hinten liegen mit 32 bzw. 30,7 Grad auf ähnlichem Niveau. Genauso wie der Rampenwinkel. Die Watttiefe ist mit 85 cm sogar 15 cm größer als bei den Verbrenner-Gs. Bereits etwa ein Jahr vor der offiziellen Einführung konnten wir exklusiv den noch getarnten Prototyp auf dem Mercedes-Gelände in Graz testen. Emmerich Schiller, der damalige CEO der Mercedes G GmbH, zeigte Redakteur Raphael, was der elektrische G drauf hat. Normal haben Sie ein Differential. Das Differential regelt, dass das innere Rad langsamer als das äußere Rad regelt. Ja, oder fährt. Das machen Sie beim Torque, also hier mit den elektrischen Antrieben, einfach indem Sie die Motoren unterschiedlich ansteuern. Das Prinzip ist das gleiche, aber Sie können es viel präziser machen, als wenn Sie es mechanisch machen. Und über dieses viel präzisere Ansteuern schaffen Sie es eben, kleinere Radien zu fahren, kleinere Wendekreise zu realisieren, das Fahrzeug nochmal anders zu stabilisieren. Und das ist einer der vielen Vorteile, die wir haben mit dem Fahrzeug, wenn wir es jetzt mit 4 Einzelradmotoren auch fahren. Wie genau das funktioniert, können wir gleich selbst erleben. Mittlerweile sind wir an der Mautstation Hochgurgel angekommen. Hier geht es weiter mit dem Highlight des Events, der Fahrt auf der Timmelsjoch-Hochalpenstraße. Mit bis zu 2500 Metern Höhe ist es einer der höchsten befahrbaren Alpenpässe. Aufgrund seiner Lage ist er in der Regel nur von Ende Mai bis Ende Oktober befahrbar. Doch wir dürfen exklusiv mit anderen Kollegen und Allradfahrzeugen auf dem nur für das Event geöffneten Pass die rund 30 Kehren genießen. Bevor es jedoch mit dem Elektro-G auf die verschneite Piste geht, schauen wir uns ein anderes Mercedes-Modell an. Den neuen CLA. Exklusiv vor seiner Einführung dürfen wir mit Dr. Markus Kern, verantwortlich für die Entwicklung des CLA, in dem noch getarnten Vorserienmodell mitfahren. Der CLA als Compact-Car Luxury Entry Auto bei uns bezeichnet sich über seine Modularität. Modularität in verschiedener Weise. Einmal die Möglichkeit, dass es als Elektrikfahrzeug oder Elektrofahrzeug designt mit 4x2 und 4x4 und aber auch die Möglichkeit, noch einen modernen Hybriden 48 Volt Hybrid auch als 4x4 und 4x2 einzubauen. Wir sind in der vollelektrischen Allrad-Variante unterwegs. Wir stellen noch mal kurz unsere ganzen Kollegen vor. Wir haben ein volles Auto. Die Annette vom Pressesprecherteam ist auch mit dabei und unser Kameramann hinten natürlich auch. Wir haben hier einen elektrischen Allrad. Wir haben vorne eine 80 kW Maschine, hinten eine 200 kW Maschine. Und die Regelung, wie die Motoren miteinander abgestimmt sind so fein abgestimmt und geregelt, dass die Räder an der Schlupfgrenze geführt werden können. Und er macht das sehr präzise, ohne dass ich irgendwo links und rechts groß korrigieren muss. Aber das ist das Tolle daran, dass wir hier wirklich
sehr schön, trotz dieser Oberfläche und dieses Mülos, diesen unterschiedlichen Straßengegebenheiten, uns da sehr, sehr gut diese Regelung zunutze machen können. Die Maschine vorne, die 80 kW Maschine und die hintere, die 200 kW Maschine, die sind so gesteuert, dass ich letztlich den Allrad habe, wenn ich ihn brauche. Wenn es ineffizient ist, wird die vordere Maschine über die Disconnect Unit, DCU, entkoppelt. Und dann läuft die einfach, wird die nicht mitgeschleppt, sondern ist einfach abgetrennt. Und dann haben wir da auch da haben wir die Verluste minimalisiert dazu. Der Antrieb hinten, die 200 kW, ist über ein Zweiganggetriebe übersetzt, sodass ich auch bei höherer Geschwindigkeit noch wirklich den Motor in seinem guten Kennfeldbereich nutzen kann. Das ist auch wieder ein Effizienzvorteil und wir bis 210 Kilometer pro Stunde fahren können. Es sind Versionen mit einer 85 und 58 Kilowattstunden großen Batterie geplant. Der CLA ist das erste Modell auf der sogenannten MMA-Plattform, Mercedes-Benz Modular Architecture. In erster Linie ist es ausgelegt und designt für einen Elektroantrieb. Wir haben von Beginn aber gesagt, dass nebst dem Elektroantrieb das Auto auch noch einen modernen Hybridantrieb bekommen sollte, sodass wir hier in seiner Bodengruppe beide Antriebe integrieren können. Auf die reinen Elektrovarianten werden also noch CLA-Hybride folgen, mit einem neu entwickelten 1,5 Liter Vierzylinder-Verbrenner, Front- oder Allradantrieb und 3 Leistungsstufen von 135 bis 190 PS. Mit der neuen dritten Generation des CLA möchte Mercedes den Einstieg in die Marke neu definieren und aufwerten. Er soll in seiner Klasse der Führende in Sachen Reichweite, Effizienz und Ladegeschwindigkeit werden. Dabei kommt Know-how aus dem Technologieträger Vision EQXX zum Einsatz und dem Concept CLA Class, der 2023 auf der IAA in München vorgestellt wurde. Mit extrem effizienten Werten, die der Serien CLA auch schaffen soll. Und mit den 85 Kilowattstunden Batterie dabei haben wir dort nachher mit ca. 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im WLTP-Zyklus dann auch eine Reichweite von über 750 Kilometer, die wir da erreichen können. Und da noch bei aller Effizienz dann die Ladeperformance mit einem Peak von 320 Kilowatt und aber effektiv mit einer sehr kurzen Ladezeit, dass ich in 10 Minuten nach 300 Kilometer wieder aufladen kann. Das Konzept lässt zumindest erahnen, wie das Design des Serien-CLA aussehen könnte. Dynamisch, mit langem Radstand, breiter Spur, kurzen Überhängen, schlankem Greenhouse und langer Motorhaube mit Sharknose. Im hypermodernen Innenraum dominieren Weiß und Silber mit blauen und lila Elementen und ein Superscreen, der vor den Insassen zu schweben scheint. Die Serienversion wird sicherlich nicht so futuristisch, doch es ist ein neues Betriebssystem mit einigen intelligenten Features geplant. Das Mercedes-Benz Operating System ist natürlich die Basis, um die komplexen Funktionen und Fahrfunktionalitäten bis zu dem Thema User Interface im Auto möglichst intuitiv und modern bedienbar zu machen. Und vielleicht ein Eckpunkt, den ich jetzt hier benennen kann: Wir werden diesbezüglich einen virtuellen Assist haben, der auf künstlicher Intelligenz basiert, der nicht nur jetzt im Sinne von hier Lenkradheizung bitte ausschalten oder ich möchte nach Berlin fahren, dann die Navigation einmacht, sondern diesbezüglich schon auch mehr Service bietet, ohne da jetzt im Detail reingehen zu können. Sein Potenzial hat der Elektro-CLA bei einem spektakulären Rekord bereits unter Beweis gestellt. Auf dem Highspeed-Kurs im süditalienischen Nardo
absolvierte ein seriennaher Prototyp 3717 Kilometer in 24 Stunden. Das entspricht einer Strecke vom norwegischen Trondheim bis nach Istanbul in der Türkei. Damit legte er mehr Kilometer zurück als andere seriennahe E-Fahrzeuge. Insgesamt waren dafür 40 Ladestops à 10 Minuten nötig. Geladen wurde an einer handelsüblichen Ladestation. Langstreckenqualitäten sind also vorhanden. Eine Frage ist am Ende der Testfahrt noch offen. Warum heißt die E-Version jetzt wieder normal CLA und nicht mehr irgendwas mit EQ am Anfang? In der Situation, dass wir als Mercedes Richtung 2030 natürlich das Thema elektrische Antriebe standardisieren wollen, ist das Thema, dass wir gesagt haben, es ist keine Differenzierung mehr jetzt hier EQ als elektrisches Fahrzeug jetzt normal zu benennen, sondern dass wir sagen, die Technologie, die EQ-Technologie bringen wir in die Autos, in die Fahrzeugklassen mit rein, ähnlich wie wir das jetzt schon mal in der G-Klasse gemacht haben als G580 und folgende Autos. Die Technologie werden dann alle Mercedes-Autos für die Zukunft so haben. Deswegen sind wir bei der klassischen Benamsung geblieben. Wir wechseln zurück zum G und können endlich gleich selbst auf der verschneiten Piste Gas geben. Die elektrische G-Klasse ist das erste Modell mit der gängigen Nomenklatur. Hieß das Konzept noch EQG, steht auf der Serienversion normal G580. Den Zusatz mit EQ-Technologie könnte man im Prinzip auch weglassen, da es den G580 nicht mit Verbrenner gibt. Es kommt direkt Begeisterung auf. Doch auf den glatten Untergrund muss man sich erstmal einstellen. Sucht sich nur die Rille, die richtige. Auf unserer Fahrt begleitet uns Christoph Schwab, Teamleiter Gesamtfahrzeugversuch der G-Klasse. Wow. Du kannst ruhig hinten mit dran bleiben. Ja, ich muss mich erstmal rantasten. Also, okay. Das ist, muss der Technik erstmal vertrauen, aber Ja. es fühlt sich mega sicher an, also Ja. ist krass. So auf so einem abgesperrten Pass, Das können wir immer haben, ist ne? nicht schlecht, ja. Ist schon mal was Besonderes. Hier kann der E-Antrieb mit Einzelradmotoren seine Stärken ausspielen. Das ist ja völlig unabhängig regelbar. Das andere, du bist immer an Differentiale gebunden und an Verteilergetriebe. Und dadurch, dass das einzeln ist, kann im Endeffekt, also es geht ständig in der Regelung hin und her, was ist gerade der optimale Grip. Zum Beispiel, wenn du gerade fahren willst. Ne? Also wenn du mit diesem Auto rein theoretisch Gas gibst, dann verzieht der dann auch eigentlich nicht. Während ein Verbrenner vielleicht mal diesen macht oder noch nicht die Differentiale richtig ausgeglichen hat. Ja? Ich nehme mal das ESP kurz raus. Okay. Weißt du, dass du einfach nur mal, Ja. dass du nicht immer diese Eingriffe fährst. Oh, zack. Geil. Ja, jetzt gegenlenken, jetzt wird's was. Wow, geil. Da kommt Fahrtspaß auf. Genau. Yeah. Ja, ich habe ja schon ein bisschen die speziellen Offroad-Modi auch angesprochen von dem Elektro-G. Eins davon ist ja dieses G-Steering. Ne? Das ist ja im Prinzip, da hat er einen besonders kleinen Wendekreis. Genau, das ist zum Beispiel jetzt in so einer Kurve, den Baum dich drumherum ziehen, Genau. während du bei anderen noch reversieren musst. Also der dreht ja quasi über das kurveninnere Hinterrad. Ne? So. Genau. Gerade im Gelände braucht man nicht rangieren, wenn es eng ist. Genau. Oder so. Oder natürlich U-Turn an der Ampel kann auch kannst geil du- sein. Ne? Ja. Und so sieht das Ganze aus. Außerdem gibt es eine Kriechfunktion, also eine Art Tempomat fürs Gelände mit 3 Geschwindigkeitsstufen von 2 bis 8 km/h. Damit kann sich der Fahrer besser auf Strecke und Hindernisse konzentrieren, ohne auf Dosierung von Bremse und Fahrpedal achten zu müssen. Eine der spektakulärsten Eigenschaften ist aber sicherlich der G-Turn. Dabei dreht sich das Fahrzeug um die eigene Achse, ermöglicht durch die 4 unabhängig angetriebenen Räder, die auf der rechten und linken Seite entgegengesetzt laufen. Das ist nicht nur zum Flexen gut, sondern kann auch hilfreich sein, wenn man zum Beispiel im Gelände an enger Stelle umdrehen muss. Das wollen wir natürlich unbedingt ausprobieren. Also das heißt, wir müssen ja hier so eine Art Ritual erstmal, bis das Genau. überhaupt funktioniert. Genau, Okay. dein Ritual, um in den G-Turn Genau. reinzukommen, ist, du müsstest mal ins Fahrprogramm Rock wechseln. Ja, genau. Wenn wir jetzt da drin sind, machen wir praktisch die Low-Range-Funktion erstmal an. Genau, einmal in N jetzt gehen kurz. Exakt, wieder Ist nach das D. schon in- Genau.
ist drin. Und jetzt willst du ja den G-Turn machen, sprich du G-Turn-Taste. Genau. Genau. Und jetzt machst du, je nachdem, welche Richtung willst du, drehen wir es nach links. Nach oder? links, okay. Ja, Probieren hältst du wir links aus. einfach gedrückt. So, Genau, den jetzt Pedal links drücken. Und das hältst du immer gedrückt und jetzt einfach aufs Jawohl. Gas gehen. Wow. Alter. Reicht? Jawohl. Gut, stopp. Reicht. Ja, witzig. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Ist Ja. witzig. Ja, Ist schon cool. das war der Ja. G-Turn. Nicht schlecht. Ja, coole Sache. Das Snowy Top Event neigt sich dem Ende zu. Wir haben viele, viele spannende Sachen erlebt. Leider müssen wir unser Testfahrzeug gleich wieder abgeben. Am Anfang haben wir uns ja die Frage gestellt, ist das überhaupt noch ein richtiger G? Klar, natürlich bringt er die typischen Nachteile von Elektrofahrzeugen mit sich, aber die Technik ermöglicht auch viele neue spannende Features. Und was den Fahrspaß angeht, ist er unter den E-Autos auf jeden Fall ganz weit vorne. Abschließend kann man also sagen, der G ist und bleibt der G, auch als Elektrovariante, einer der ikonischsten Geländewagen, die es gibt.